Huhu, ihr Lieben. Wir machen das jetzt heute mal so, wie wir das früher immer auf Facebook gemacht haben. Ich bin sehr gespannt, ob das hier funktioniert, weil mal wieder hier die Technik ihre Tücken alle auf einmal auspackt. Aber wir testen das jetzt einfach und ihr müsst mir bitte einfach einmal in die Kommentare reinschreiben, ob ihr sehen könnt, so hier, und ob ich auch zu hören bin. Ich hoffe, dass das funktioniert. Das war heute so eine spontane Eingebung und ich dachte, es ist vielleicht ganz geschickt, wenn wir das Ganze nicht immer so lange aufschieben, sondern wenn ich einfach, wenn ich was fertig habe, so wie heute und mich freue, ich gleich einmal bei euch live gehe und das zeige. So habe ich das früher auf Facebook eigentlich auch immer gemacht. Bin jetzt ja mit dem Streaming hier einmal zu YouTube umgestiegen und ja, alles neu, alles anders. Und deshalb bin ich da immer so ein bisschen auf eure Mithilfe angewiesen. Sehr schön. Ich glaube, ihr seht mich und ihr hört mich. Das ist doch schon mal sehr gut. Achtung, dann will ich gerade gleich noch was ausprobieren. Ich will gleich noch was testen. Ähm, Ich bin sofort wieder bei euch. Es ist einfach nur, ja, zack. Kommentare einzeln einblenden. Hat schon mal funktioniert. Liebe Grüße in dem Fall an Krönchen67. Sehr schön. Ja, ich bastel ja auch parallel immer noch hier an dem ganzen Technikkram. Okay, nach dieser Vorrede, Technikcheck erledigt, ihr hört mich, ihr seht mich, das ist schon mal sehr gut, erzähle ich euch natürlich ein kleines bisschen was zu diesem Projekt. Diejenigen von euch, die schon die Christbaumkugel ohne Kleben gebastelt haben, kennen das Konzept schon komplett. Das habe ich hier für die Ostereier ohne Kleben weiterverwendet. Ich habe hier mit den Maßen natürlich erst wieder so ein bisschen gekämpft. Die Christbaumkugel hat im Original eigentlich 8 cm im Durchmesser. Das Osterei hat jetzt hier 7,5 cm im Durchmesser. Was mich wieder ein bisschen Nerven gekostet hat und ein bisschen Nachrechnen und ein bisschen Mathe, ist hier die genaue Länge von diesen seitlichen Streifen, damit das wirklich hier mit dem Bogen schön hinkommt. Das ist was mir persönlich bei den Prototypen noch nicht so gut gefallen hat, woran ich jetzt gestern noch mal relativ intensiv gearbeitet habe. Mit dem Ergebnis bin ich jetzt hier sehr zufrieden. Also optisch wunderbar, Zusammenbau genau der gleiche wie bei den Christbaumkugeln ohne Kleben. Ich überlege gerade tatsächlich, ob wir einfach mal ganz schnell eins zusammenbauen. Ich habe zwar heute ein Anleitungsvideo aufgenommen, also es gibt, wie bei meinen anderen Projekten, gibt es ein ganz ordentliches aufgenommenes Anleitungsvideo, das man sich ganz in Ruhe angucken kann. Aber bei sowas Schnellem, das könnten wir tatsächlich einfach mal schnell im Stream zusammenbauen. Vielleicht für diejenigen, die die Christbaumkugel nicht gebastelt haben, dann können wir noch den einen oder anderen anfixen und zeigen, wie einfach und wie schnell das geht. Wir gucken mal. Ist eine Überlegung auf jeden Fall wert. Ich erzähle euch erst noch ganz kurz was zu dem Projekt. So unheimlich viel gibt es da gar nicht zu sagen. Es sind 13 Teile, wenn ich richtig gezählt habe, die einfach nur gesteckt werden. Deshalb Osterei ohne Kleben. Man braucht komplett keinen Kleber. Und dadurch geht das Projekt auch so unheimlich schnell. Ihr braucht im Idealfall Papier mit einer Grammatur von ungefähr 220 Gramm. Bei diesen Projekten, die nur gesteckt werden, ist die Grammatur relativ wichtig. Das heißt, zumindest für diesen Rahmen, den habe ich jetzt hier wieder aus diesem Pollen Clairefontaine Papier gemacht. Ich glaube, das hat 210 Gramm, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und der sollte wirklich ausreichend tragfähig, ausreichend stabil sein. Aber für die anderen Teile ist es eigentlich nicht so anders, weil die auch eine gewisse Grundstabilität brauchen. Deshalb würde ich generell eine Grammatur von ungefähr 220 Gramm empfehlen. Diejenigen von euch, die öfter meine Sachen basteln, wissen, dass ich fast alles mit dem Tonkarton von Folia umsetze, der genau diese 220 Gramm hat. Und den habe ich jetzt hier eben für diese pinkfarbenen Teile auch verwendet. So. Und ich lese schon die Frage von Maren, die sich fragt, wo die Chatbox hingekommen ist. Sie mag die Chatbox. Maren, wir testen es heute mal ohne Chatbox, aber Achtung, ich kann dafür was Cooles anderes. Ich kann deinen Kommentar einblenden. Ja, und ich kann ihn auch wieder ausblenden. Das ist jetzt mal so der alternative Versuch zu der Chatbox, die immer am Rand zu sehen ist, weil einige ja doch gesagt haben, so hat man mehr Projektfläche im Bild und wir gucken mal. Wir gucken mal, vielleicht gibt es in Zukunft auch eine Mischung aus beidem. Das ist einfach so ein kleiner Test. Okay, ihr könnt diese Ostereier natürlich als Deko verwenden. Ich denke, das ist relativ offensichtlich. Ihr könnt sie aber auch wie bei den Christbaumkugeln damals als Verpackung nutzen, weil man die Seiten hier relativ leicht öffnen kann. Das heißt, man kann da durchaus eine nette Kleinigkeit irgendwie drin verstecken und das Ganze dann so verschenken. Ich überlege nur gerade, ob man dann irgendwo einen Hinweis anbringen muss, dass da was drin ist. Also auf jeden Fall kann man was reintun. Wichtig ist nur, wenn ihr was reinpackt, wählt was nicht zu schwer ist, weil natürlich diese Seitenteile relativ leicht rausgehen, nicht, dass es dann irgendwie mit rausrutscht. Also
Wenn ich da jetzt was Schweres drin habe und das Ganze seitlich legt, dann muss man ein bisschen aufpassen, dass es nicht rausfällt. Ihr seht, dass es so jetzt irgendwie überhaupt nicht instabil ist. Es ist im Gegenteil erstaunlich stabil. Also jetzt nicht so, dass einem da irgendwie Teile von selbst entgegenkommen. Das Ganze steckt sich ja hier rein und hält dann hier auf Spannung entsprechend auch drin. Ja, das heißt, das Einzige, was man eigentlich braucht, ist Papier. Davon ungefähr einen Bogen DIN A4, nicht ganz, etwas weniger. Ungefähr die Hälfte für die pinkfarbenen Teile, die andere Hälfte für die goldenen Teile. Soll heißen, aus 2 Blatt A4 in 2 unterschiedlichen Farben könnt ihr 2 von den Ostereiern in dieser Größe umsetzen. Das eine, was ich als Hilfsmittel ansonsten noch ganz nützlich finde, ist ein Falzbein. Mein Lieblingsfalzbein ist aus Holz. Ich muss gestehen, ich weiß nicht so genau, wo ich das mal her hatte. Und der innere Monk in mir hat auch schon dazu geführt, ich habe das schon mit so ganz feinem Schleifpapier auch geschliffen, dass es sich noch schöner anfühlt. Aber ihr habt bestimmt alle irgendein Werkzeug zur Hand, das man benutzen kann, um so kleine Enden ein bisschen rund zu ziehen. Ja, und ich würde sagen, wir legen einfach mal los und bauen wirklich ein Ei mal gemeinsam zusammen. Ja, genau. Ich lese gerade die Heike, die hier schreibt, genau das Überraschungsei zum selberbauen. So ist es, Heike. Du hast absolut recht. Okay, wir packen das mal zur Seite. Ich hole mal hier als erstes die Rahmenteile ran, weil mit den Rahmenteilen geht es los. Wem das hier zu schnell geht, macht euch bitte keinen Kopf. Es gibt ein aufgezeichnetes Anleitungsvideo. Ich will hier nur mal so den Schnelldurchlauf zeigen, dass man wirklich sieht, wie fix das Ganze von der Hand geht, wie schnell man da so ein Osterei gebastelt hat und weil ich dann gleich noch ein Osterei habe, das ich hier für die Deko benutzen kann. Es geht wirklich rucki zucki. Rahmen sind zusammengesetzt. Weiter geht es hier mit den Teilen für oben und unten. Das sind diese Abschlussteile. Ich falte einmal, öffne die Faltung und hier kommt jetzt gleich das Falzbein zum Einsatz. Machen wir nur erst bei dem anderen Teil noch genauso. Dass wir einmal die Faltlinien vorfalten. Ich habe hier übrigens die Dateiversion fix verwendet, weil sich diese Version mit den gestrichelten Faltlinien, finde ich, einfach immer schöner verwenden lässt. Ihr findet im Download aber natürlich auch die Version variabel. Jetzt mache ich hier dieses äußere Segment mit dem Falzbein so ein kleines bisschen rund. Und da nehme ich jetzt, wie gesagt, das Falzbein. Man kann aber auch wirklich zum Beispiel einen runden Stift verwenden. Ich habe so kleine Holzstiele, so Eisstiele zum Basteln. Davon habe ich eine Packung, die habe ich auch schon benutzt. Die funktionieren auch super dafür. Ihr habt bestimmt was in eurem Bastelarsenal, was ihr dafür nutzen könnt. Ah, ich sehe noch eine Frage von Maren. Maren, dazu sage ich gleich was. Ja, ich sag gleich was dazu. Bastel hier erst noch fröhlich weiter. Also ihr seht, der Teil mit dem Formen ist eigentlich der so ein kleines bisschen Zeit in Anspruch nimmt. Aber das ist auch was man super gut nebenher machen kann, weil das geht dann einfach irgendwie so automatisch aus den Fingern, ohne dass man da wirklich noch groß drauf gucken muss, weil man einfach einmal ringsherum arbeitet. Diese Abschlussteile hängen wir einmal ein, einmal unten. Da sortiere ich das Ganze hier so, dass diese Segmente schön zwischen den Streben von dem Rahmen liegen. So. Und wenn das ungefähr passt, dann kann man hier anfangen, das hier oben in diese Klickverbindung einzustecken. Und gerade diese Klickverbindungen sind es eben, weshalb das auch wichtig ist, dass das mit der Grammatur alles einigermaßen passt, weil das sorgt dann einfach auch dafür, dass das hier ausreichend fest gehalten wird. Die zweite Seite sollte etwas einfacher gehen, weil jetzt diese äußeren Streben schon ganz gut aufgefächert sind. So. Und auch hier von der Mitte nach außen einschieben. Ja, oh, ich lese gerade Annette. Ja, Annette hat natürlich absolut recht, ja. Und das ist Echtzeitaktuell, ja. Ist ausnahmsweise mal kein Zeitraffer. Im Anleitungsvideo haue ich euch da ja immer einen Zeitraffer drauf, damit die Anleitungsvideos nicht so lange sind. Aber jetzt seht ihr einmal, wie lange ich tatsächlich brauche. So, als nächstes kommen die Zwischenebenen. Davon habe ich mir jetzt gerade schon eine gegriffen. Die wird auf die gleiche Art und Weise hier in die nächste Steckverbindung eingesetzt. Die eine sitzt schon, dann kommt die andere. Ich glaube, das nächste, was ich jetzt hier für mich an Technikspielerei brauche, ist so ein Text-to-Speech-Ding, damit ich irgendwie auf dem Knopf im Ohr hören kann, was ihr schreibt. Das wird mir das Basteln hier noch so ein bisschen erleichtern. Ob es Zeichendateien dazu gibt, Cutout,
Es wird auf jeden Fall Motivdateien dazu geben. Versprochen, ganz fest versprochen. Ich war heute einfach froh, dass ich erstmal das Thema Anleitungsvideo geschafft habe, dass ich die Fotos gemacht habe, dass ich die Basisdatei in den Shop geschafft habe. Aber es wird definitiv Dekore dafür geben, wie bei der Kugel auch. Ihr dürft auch noch Motivwünsche äußern, wenn ihr wollt. Ja, Livestream heute, Alicia, ausnahmsweise. War so eine spontane Eingebung. Aber ganz vielleicht sehen wir uns auch morgen nochmal. Heute geht es nur ganz schnell um das eine Projekt, das ich heute in den Shop geschafft habe, nämlich hier mein Osterei ohne Kleben. Ich verschließe hier oben übrigens gerade diese Steckverbindung zwischen dem oberen Abschluss und meiner Zwischenebene. Stecke das einmal hier ringsherum rein. Und dann fehlen auch gleich schon nur noch unsere Streifen. So schaut das Ganze nach diesem Hups, nach diesem Vorbereitungsschritt einmal aus. Und ich hole einmal die Streifen ran und wir bringen die auch noch gemeinsam in Form. So, ich hoffe, das sind noch genug, müsste aber eigentlich. Und bei den Streifen mache ich das jetzt ganz gerne so, dass ich vor allem hier außen diese Laschen schön rund mache und den Streifen selbst, den runde ich nur ganz leicht an. Wer sich diesen Arbeitsschritt sparen will, der kann das theoretisch auch ganz weglassen. Ich zeige euch aber mal ganz kurz, wie das dann ausschaut, wenn ich das Ganze ganz ohne Anrunden hier einsetze. Und dann sollte man jetzt vielleicht hoffentlich sehen, dass die Lasche hier am oberen Ende und am unteren Ende so ein bisschen absteht. Und dieser Schatten, der da geworfen wird und dieses Abstehen, das mag ich persönlich nicht so gerne. Ich mag das lieber, wenn sich das hier wirklich schön an dieses obere und untere Teil anschmiegt. Und deshalb mache ich die so ein bisschen rund. Wem das wurscht ist, dass das da so ein bisschen absteht, der kann sich den Schritt quasi sparen. Aber ich mag das einfach lieber, wenn das schön anliegt. Und deshalb bearbeite ich das so ein kleines bisschen. Ich stecke das jetzt hier gerade wieder ein. Einstecken, ganz simpel von der Mitte nach außen, auf diese kleine Stecknase, die ich hier vorher schon eingesteckt habe. Und dann liegt die Nase einfach hier außen auf dem Teil auf. So, und durch dieses Anrunden kann man das jetzt vielleicht hier oben sehen, sieht man diese Lasche eigentlich kaum. Wenn man das in der gleichen Farbe umsetzt, geht es eigentlich wirklich unter. Wenn man das so ein bisschen auf Entfernung sieht, ist die Lasche so gut wie unsichtbar. Ich lese gerade noch eine Frage dazu. Achtung, die holen wir uns auch noch mal rein. Ob die Seiten in dem Fall hier auch so Haken haben, also quasi nochmal so eine Verdickung, denke ich, meinst du, ne? Hier an dieser Stecknase, damit es nicht so leicht rausrutscht. Ich habe hier bei dieser Variante mit der komplett geschlossenen Seite bewusst darauf verzichtet, weil ich hier das gerade schön finde, dass es sich so schön leicht reinstecken lässt. Wenn man an der Seite noch so eine Verdickung dran hat, dass es mehr einklickt, muss man hier oben viel mehr ziehen. Und man kann es nicht so leicht öffnen. Es soll ja auch als Verpackung verwendbar sein. Also für die Teile, die die komplett geschlossene Seite haben, habe ich das hier oben nicht so gemacht mit der Verdickung an der Seite. Diejenigen, die die Kugeln gebastelt haben, wissen jetzt, wovon ich spreche. Für die Motivdeckseiten, wo wir dann hier zusätzlich Ausschnitte drin haben, die diesen Seitenstreifen dann schwächen, der ist ja durch zusätzliche Ausschnitte nicht mehr so stabil, wird es seitlich wieder diese kleine Verdickung geben, um da einfach sicherzustellen, dass das Ganze schön einrastet, damit man hier dann nochmal eine zusätzliche Sicherung oben und unten hat. Aber diese zusätzliche Verdickung an der Seite führt halt auch dazu, dass man im Zusammenbau einfach mehr ziehen und mehr schieben muss und die gehen halt so jetzt einfach leichter rein. So, und ich hoffe, ich bin damit noch nicht zu spät damit. Wann ist dieses Jahr eigentlich genau Ostern? Ich muss gestehen, ich habe den Termin überhaupt nicht im Kopf. Aber wie gesagt, die sind sehr, sehr schnell gemacht und ihr könnt ja schon mal loslegen mit der einfarbigen Variante und ich kann mich entsprechend dann an die Arbeit machen und kann mich um die Dekore kümmern, damit ihr dann auch zusätzlich natürlich noch ein bisschen was mit Motiv machen könnt. Und wer jetzt schon sagt, ich will doch aber eigentlich gar keine einfarbigen basteln, ich will nur welche mit Motiv basteln, ihr könnt doch schon mal Grundgestelle vorbereiten. Ihr könnt schon mal hier dieses Rahmenteil einmal aufbauen und die oberen und unteren Abschlussteile einsetzen und dann hier anstatt des komplett geschlossenen Streifens an den Seiten entsprechend Streifen einsetzen, die Motive dran haben. Annika schreibt letztes Märzwochenende. Danke, Annika. So. Also wirklich ganz Ende März, 31.03. Ich lese es gerade. Danke auch an Annette. Gut, und das ist schon der letzte Streifen. Jetzt hätte irgendwer mitstoppen dürfen. Wenn ich weniger gequasselt hätte, wäre ich sogar noch schneller gewesen. Der letzte ist wie immer der schwierigste. Den schiebt man hier auch einfach mit ein bisschen Gefühl rein. Und dann schaue ich ganz gern immer noch mal so ein bisschen außen rum, dass wirklich alles an Ort und Stelle sitzt. Das sieht aber gut aus. Und damit ist das Osterei auch schon fertig.
Für diejenigen, die noch nichts von diesen ohne Kleben-Projekten von mir gebastelt haben, ich hoffe, ihr seid jetzt überzeugt, dass es wirklich schnell und einfach geht. So schnell war jetzt aus einem Ei ein zweites Ei gemacht. Naja, nicht wirklich aus, aber zusätzlich zu dem einen Ei ein zweites Ei gemacht. Und ich gucke jetzt noch mal ganz kurz über eure Kommentare. Das wird heute einfach mal nur ein kurzes Live. Und dann sehen wir uns hoffentlich vielleicht morgen. So. Ich glaube, eigentlich habe ich alle wichtigen Fragen beantwortet. Bis auf Maren. Maren, ich habe versprochen, zu dir komme ich nochmal zurück. Sehen wir uns morgen zum Thema Print and Cut mit der Juliette. Sie gibt nicht auf. Maren, ich habe schon gearbeitet. Warte mal, ich hole mal was her. Ich habe schon intensiv gearbeitet diese Woche, weil ich sehr gern das Thema Print and Cut mit der Juliette mit euch noch machen will. Und zwar zu meinem Pop-Up-Blumenstrauß. Und ursprünglich war das angedacht für morgen. Und ich würde es wirklich auch ganz gerne morgen machen. Das heißt aber, dass ich heute noch mal einen sehr langen Tag haben werde und morgen auch, weil ich noch eine kleine zusätzliche Sache für euch vorbereiten will. Ich sage jetzt mal, ja, es klappt. Wenn doch noch irgendwas sein sollte, dass es nicht klappt, dann merkt ihr das morgen um 20 Uhr. Wenn ich bis 20:15 Uhr immer noch nicht da bin, dann wisst ihr, dass das Ganze sich noch mal verschiebt. Ansonsten für diejenigen von euch, die Lust darauf haben, Thema Print and Cut mit der Sisal Juliette, sehr, sehr gerne morgen Abend 20 Uhr. Ich werde es versuchen. Ich habe dazu einfach noch so das eine oder andere im Kopf, was ich wirklich gern vorbereiten will, damit das alles flüssig läuft und ihr nachher mega viel Spaß selbst mit dem Thema Print and Cut habt. Aber das ist für mich noch ein bisschen Arbeit. Ich weiß, ich spreche in Rätseln, aber wenn ich jetzt da anfange auszuholen, dann macht es keinen Sinn. Man muss es dann morgen einfach mitbekommen. Wird wahrscheinlich auch dann eher wieder ein etwas längerer Stream morgen. Das sage ich jetzt einfach mal so vorab. Gut. Meine Lieben, ich hoffe, ihr seid begeistert. Ich bin begeistert. Ich hoffe, das hat euch mitgenommen. Es tut mir leid, dass es heute nur so ein super kurzer Stream ist. Aber ich werde jetzt in Zukunft, wenn das bei euch trotzdem ganz gut ankommt, versuchen, das wieder öfter so zu machen. Ich habe es früher eigentlich oft so gemacht, dass wenn ich mit einem Projekt fertig war und ich das in den Shop geschafft habe, ich wirklich auch einfach dazu kurz auf Facebook Live gegangen bin und dann war das Thema abgehakt. Versteht ihr, was ich meine? Versteht mich nicht falsch. Ich liebe jedes einzelne Projekt, aber ich habe immer so viel in der Pipeline und so viele Ideen dazu und will jetzt hier für die Ostereier mit den Dekoren weitermachen. Habe das Thema Print and Cut mit der Juliette für euch einmal auf der Platte. Dann habe ich hier eigentlich noch was Schönes gemacht, nämlich Herz ausgeschnitten. Also ich will damit sagen, ich habe immer so viele Projekte gleichzeitig, dass ich ganz froh bin, wenn wir nicht in einem Stream quasi über 5 Themen sprechen müssen. Und deshalb, ja, glaube ich, dass wir das jetzt vielleicht wieder öfter so machen. Ich weiß, dass es dann sehr spontan ist und dass ihr wenig Vorlaufzeit habt, aber der Stream bleibt ja auch, nachdem ich live war, auf YouTube verfügbar. Das heißt, ihr könnt einfach dann ganz, ganz in Ruhe später reingucken, wenn ihr in dem Moment spontan nicht dabei sein könnt. Ich freue mich natürlich immer über jeden, der spontan dabei ist. Ihr dürft mir auch gerne noch mal vielleicht reinschreiben, auf welchem Weg ich euch am besten erreiche, wenn ich spontan entscheide, live zu gehen. Also ich habe es jetzt heute einfach über die Insta-Story versucht. Ich habe es in die Facebook-Gruppe gepostet, weil ich dachte, das ist so der Weg, wo ich euch schnell erreichen kann. Aber ihr dürft mir gerne mal sagen, wo ihr es jetzt selbst gesehen habt und wie ich euch am besten kriege, wenn ich irgendwie sage, ich gehe spontan live. So, ob es da auch eine kleine Version davon gibt, Heike, bis jetzt nicht. Schreib mir mal rein, was du machen willst. Ob du sagst, du willst einfach nur eine kleinere Version, die man auch so aufhängen kann. Ich habe mir die kleinere Version deshalb gespart, weil ich ein bisschen Angst habe, dass ich dann dafür eigene Dekore machen muss. Oder ob du so eine schicke Lichterkette machen willst, wie wir das mit den kleinen Kugeln gemacht haben. Schreib mir das einfach ganz gerne nochmal, was für dich da spannend wäre. Dann kann ich versuchen, da vielleicht nochmal nachzulegen. Ich wollte jetzt einfach erstmal die Originalgröße für euch fix und fertig machen und bin sehr glücklich und zufrieden, dass mir das jetzt heute gelungen ist. Anleitungsvideo und Fotos. Und ihr wisst ja, dass das immer der Klotz ist, den ich vor mir herschiebe. Vielleicht mache ich in Zukunft sowas einfach mit euch live. Gibt kein Vorschaubild und statt Anleitungsvideo gibt es Stream. Spaß. Das mit dem Anleitungsvideo kriege ich nicht abgeschafft. Ah ja, sehr cool. Vorschlag hier von Annika für YouTube. Die schreibt, wenn ich jetzt öfter so kurze Live mache, ob ich dann vielleicht eine neue Playlist dafür mache. Ja, Annika, mache ich sehr gerne. Ich habe tatsächlich sogar schon eine Playlist angelegt, die Plotter-Projekte im Moment heißt, glaube ich. Und dieses Live hier sollte aktuell schon in dieser Playlist laufen. Mache ich aber gerne, wenn ihr euch dann leichter zurechtfindet und da auch leichter hinfindet. Ja,
Ich sehe, ihr habt es auf ganz unterschiedlichen Wegen erfahren. Ne? Die einen haben geschrieben, Instagram ist super, schreibt die Heike. Veronika hat es nur auf YouTube gesehen. Mela hat es zufällig mitbekommen. Okay. Und Heike schreibt für den kleinen Osterzweig. Also Heike wirklich auch zum Aufhängen quasi. Schreib mir mal, wie groß für dich dann gut wäre. Das wäre für mich noch ganz nett zu wissen, weil ich weiß, die 7,5 cm im Durchmesser sind relativ groß. Wie klein darf ich dir antun? Ich weiß, dass klein einfach immer super cute ist. Also wir brauchen wahrscheinlich noch eine Mini-Variante. Gut, ihr Lieben. Ich will jetzt gar nicht groß weiter faseln. Das soll es für heute einfach gewesen sein. Vielen Dank für eure Zeit. Ich freue mich sehr, dass ihr so spontan hier reingeguckt habt. Ich freue mich sehr, wenn ihr morgen Abend vielleicht reinschaut. Auch da wird es nicht so viel Vorlaufzeit geben. Ich habe da, wie gesagt, jetzt noch ein bisschen Vorbereitung zu tun. Morgen wird es, wenn es einen Livestream gibt und wenn ich es bis dahin schaffe, wird es um Print and Cut mit der Juliette gehen. Insbesondere quasi, was hier diesen Blumenstrauß angeht. Ne, damit ihr einfach schon wisst, was da morgen Thema sein wird. Darum wird es gehen, wie macht man das mit der Juliette, doppelseitig drucken, schneiden, gucken, dass das alles ordentlich ausgerichtet ist. So, gut. Wunderschön, danke. Ich habe eine Zahl 6 cm hoch. Danke, Heike. Ich gucke mal, ob das machbar ist. Und ja, lasst euch ganz, ganz liebe Grüße da und freue mich, wenn wir uns morgen wieder lesen. Bis dann, ihr Lieben.